Nachdem ich euch mit The Witcher, Total War, FIFA und Battlefield eher aktuelle Spiele vorgestellt habe, die ich gerne spiele, werden wir heute eine kleine Zeitreise unternehmen. Und zwar in das Jahr 2001, denn da kam eines der prägendsten Echtzeitstrategiespiele heraus, das ich bis heute immer wieder heraushole, um ein, zwei Runden zu spielen. Die Rede ist natürlich von Battle Realms. Davon haben sicherlich noch nicht so viele von euch gehört, was eigentlich schade ist. Da habt ihr nämlich ordentlich was verpasst. Aber fangen wir vorne an. Battle Realms kam in der Hochzeit der Strategiespiele heraus. Ende der 90er und Anfang der 2000er erschienen Meisterwerke wie Age of Empires, Empire Earth oder Warcraft. Und während diese auch noch heute bekannt sind und vergöttert werden, ist Battle Realms weitestgehend vom Radar verschwunden. Das könnte an dem ungewöhnlichen Setting liegen, denn die fernöstliche Fantasy-Welt ist nicht unbedingt jedermanns Fall, doch sie bietet viele coole Ideen und Einheiten, doch dazu später mehr. Ich bin Kenji vom Schlangenclan und mein Vater brachte Unheil über die Welt. In der Kampagne von Battle Realms schlüpft man in die Rolle von Kenji, Sohn des großen Fürst Oja, seines Zeichens Anführer des Schlangenclans, der vor vielen Jahren sein Volk mit der Macht des Auge der Schlange vor der mysteriösen Horde rettete und vor einiger Zeit ermordet wurde. Kenji, der ihn so vorfand, wurde des Mordes verdächtigt und floh. Bis zum heutigen Tag, an dem er wieder in seine Heimat zurückkehrt. Bereits zu Beginn muss man eine folgenschwere Entscheidung treffen. Du bist keiner der Dorfbewohner. Töte ein paar dieser wertlosen Bauern und ich verschaffe dir einen Platz in Shinjas Armee. Hilft man den wehrlosen Bauern gegen den Überfall der Banditen oder unterstützt man diese Halunken und brennt das Dorf nieder? Je nachdem, wie man sich entscheidet, verläuft die Kampagne anders, denn hilft man den Dorfbewohnern, übernimmt man die Kontrolle des Drachenclans und Kenji handelt im Verlauf der Geschichte deutlich besonnener. Sollte man hingegen den Banditen helfend zur Seite gestanden haben, spielt man von nun an den Schlangenclan und Kenji ist deutlich schroffer und machthungriger. Alleine, dass diese Entscheidung am Anfang in der Kampagne zu treffen ist, finde ich sehr geil, weil man nicht einfach in irgendeinem Menü auswählt, mit welcher Fraktion man nun die Kampagne spielen will. Während der Story kann man auch immer mal wieder kleinere Entscheidungen treffen. So kann man sich entscheiden, welche Provinz man zuerst betreten will. Ein Begleiter erläutert einem nach der Mission die Ausgangslage und empfiehlt eventuell eine der Varianten. Mit seiner Reiterschar kontrolliert er das Dorf Hügelspitz. Otomo und seine gedungenen Bogenschützen haben hier ihr Lager aufgeschlagen. Er hat sich tief in den Wald zurückgezogen und ist zu feige anzugreifen. Schlagt sofort zu und lasst das Volk wissen, dass die Schlange zurück ist. Und tatsächlich spielen sich dann die Missionen ein wenig anders, wenn man im Vorwege eine andere Route genutzt hat. Man kann einem unangenehmen Gegner zunächst aus dem Weg gehen und erstmal eine andere Provinz betreten, bevor man sich dann gegenübersteht. So arbeitet und kämpft man sich über den gesamten Kontinent, immer auf der Jagd nach dem Auge der Schlange, damit es bloß nicht dem Feind in die Hände fällt. Die Zwischensequenzen sind von guten Sprechern vertont und da ich sie so oft gehört habe, kann ich die meisten von ihnen sogar mitsprechen. Ich warte seit 7 Jahren darauf, euch dienen zu dürfen, Fürst Oja. Nenn mich nicht so. Mörder! Er hat unser aller Leben gerettet. Er hat seinen eigenen Vater getötet. Doch die eigentlichen Highlights des Spiels sind die 4 verschiedenen Clans. Denn während man bei Age of Empires oder Empire Earth sich sehr ähnliche, wenn nicht sogar identische Fraktionen spielen konnte, ist hier jeder Clan ein echtes Unikat. Jeder hat seine eigenen Einheiten und Gebäude und in der Tat sind sich der Drachen- und der Schlangenclan recht ähnlich, da sie eher den typischen fernöstlichen Zivilisationen ähneln, doch auch die beiden unterscheiden sich. Während der Drache sehr anmutig mit Samurai, Lanzenträgern und Bogenschützen zu Felde zieht, macht die Schlange den Anschein einer verstoßenen Gruppe, bestehend aus Ronin, Banditen und anderen Plünderern. Und auch hier zeigt sich schon, wie viel Liebe in die Einheitendesigns gesteckt worden ist und wie abgefahren diese oftmals ausfallen. Denn neben den eher normalen Einheiten wie den Bogenschützen kann man auf Sumo-Kanoniere zurückgreifen, die ein riesiges Fass mit sich herumschleppen oder aber die mit großen Feuerwerksraketen bestückten Chemiker ausbilden, um mit ihnen die Gebäude der Gegner in Flammen aufgehen zu lassen. Richtig abstrus wird es, wenn wir uns die beiden verbliebenen Clans anschauen. Da hätten wir einmal den Wolfsclan, der an urzeitliche Steinzeitvölker erinnert, die naturverbunden sind, aber, mein lieber Herr, komplett übertriebene Waffen benutzen. Beispielsweise wird eine riesige Armbrust auf den Rücken eines Kriegers geschnallt, ein anderer hat einen überdimensionalen Hammer dabei und wieder ein anderer schmeißt mit brennendem Pech um sich. Wow, einfach wow.
Zu guter Letzt bleibt noch der Lotus, mein absoluter Liebling unter den Clans. Denn laut Lore war der Clan ursprünglich dem Wolfsclan sehr ähnlich, entschied sich dann jedoch dafür, den Pfad der dunklen Magie zu folgen, was eine dramatische Veränderung mit sich brachte. Zwar wurden die Mitglieder des Lotus-Clans wahnsinnig mächtig, doch alles an ihnen verdarb. So kommt es also, dass der Lotus die mit Abstand, im wahrsten Sinne des Wortes, krankesten Einheiten hat. Da wären Pestkranke, die aus ihren offenen Bäuchen Maden pulen und dann werfen, Unreine, die auf eine Schleuder erbrechen und dann diesen ätzenden Schleim auf die Gegner schmeißen, oder Kranke, die einen so unausstehlichen Mundgeruch haben, dass sie damit dann den Feinden Schaden zufügen können. Und ich habe Hexer, Jünger des Blattes und Hexenmeister noch gar nicht erwähnt. Dieser schmale Grat zwischen Fäulnis und Allmächtigkeit wird auch durch die Sprecher vermittelt. Ich meine, hört sie euch mal an. Ja, ich suche. Weise. Selbstverständlich. Mein Atem ist euer. Aber nicht nur die Clans heben sich wunderbar von anderen Genrevertretern ab. Auch das Gameplay ist eine Spur anders, als man es gewöhnt ist. So werden hier nicht Nahrung, Holz, Stein und Gold gesammelt, sondern, wie es sich für den fernen Osten gehört, lediglich Reis und Wasser. Die dafür benötigten Bauern werden automatisch aus den Bauernhütten hervorgebracht. Dabei gilt, je mehr Bauern man hat, desto länger dauert es, bis ein weiterer Bauer generiert wird. Die festgelegte Bevölkerungsgröße lässt sich durch weitere Bauernhütten hingegen nicht erhöhen und auch die Generierung von Bauern wird dadurch nicht beschleunigt. Man kann mit mehr Bauernhütten schlicht mehr Reis und Wasser lagern. Trotz der ungewohnten Rohstoffe kann man selbstverständlich normale Gebäude errichten. Besonders wichtig sind dabei die ersten 3 Ausbildungsgebäude. Nehmen wir mal die der Schlange als Beispiel. Taverne, Scharfschützengilde und Alchemistenhütte. Sobald sie errichtet worden sind, werden die meisten schon stutzen, denn anders als bei AOE und Co. kann man jetzt nicht einfach auf den Button einer Einheit klicken, um diese somit auszubilden. Nein! In Battle Realms funktioniert das alles ein wenig anders, und zwar wie folgt. Um eine Einheit auszubilden, benötigt man einen Bauern, der in eines der Ausbildungsgebäude geht, um sich dort eine Weile zu einer Einheit ausbilden zu lassen. In der Taverne wird aus ihm ein Schwertkämpfer, in der Scharfschützengilde ein Armbrustschütze und in der Alchemistenhütte ein Musketier. Klingt ganz interessant, oder? Doch damit nicht genug. Jede der entstandenen Einheiten kann man wiederum in einem der anderen Ausbildungsgebäude zu einer neuen Einheit ausbilden lassen. Aus dem Schwertkämpfer wird in der Scharfschützengilde ein Bandit, in der Alchemistenhütte wiederum ein Räuber. Aus dem Musketier wird in der Scharfschützengilde dann ein Kanonier. Schickt man dann diese Stufe 2 Einheiten in das letzte verbliebene Ausbildungsgebäude, wird aus ihr ein Ronin, der durch alle 3 Ausbildungsabläufe wandern musste, bis er einsatzbereit ist. Aus einem Bauern kann man also 7 verschiedene Einheiten erschaffen. Dabei ist es aber nicht so, dass der Ronin auch die beste Einheit der Schlange ist. Auch er hat seine Stärken und Schwächen. Da jede Einheit ihre Vor- und Nachteile hat, reicht es also nicht immer aus, nur eine Sorte Einheiten zu bauen. Die Mischung macht's. Der Lotus-Clan bildet da eine kleine Ausnahme. Die Hexer sind, besonders in Massen, unglaublich effektiv. Aber da erst alle Ausbildungsgebäude durchlaufen werden müssen, dauert es eben auch sehr lange, bis man eine halbwegs solide Menge von ihnen ausgebildet hat. Sobald das jedoch der Fall ist, räumt man auf dem Schlachtfeld aber gehörig auf. Interessant ist auch, dass die Bauern jedes Clans in einem Gebäude sich einer Geschlechtsumwandlung unterziehen, um sich zu einer Heilerin fortbilden zu lassen. Das nenne ich Aufopferung. Will man seine Einheiten verbessern, muss man eine weitere Ressource dafür aufbringen. Yin bzw. Yang-Punkte. Diese erhält man durch Kämpfe. Das bedeutet, dass man sich in Schlachten stürzen muss, damit etwa die eigenen Bogenschützen mehr Schaden anrichten. Diese Yin-Yang-Punkte kann man aber auch für Helden einsetzen. Diese kann man in der Festung herbeirufen, vorausgesetzt man hat genug Yin-Yang-Punkte und die nötigen Reis- und Wasserreserven. Diese mal mehr, mal weniger mächtigen Helden haben alle ihre eigenen Spezialfähigkeiten, die durchaus sehr hilfreich sein können. Sollten sie im Kampf fallen, kann man sie nach einem kurzen Cooldown wieder herbeirufen. Man muss also abwägen, wofür man die hart erkämpften Yin-Yang-Punkte einsetzen will. Kurzzeitige Unterstützung durch einen Helden oder dauerhafte Verbesserung der eigenen Truppen. Um seinen regulären Truppen Spezialfähigkeiten zu verpassen, muss man diese wiederum in ein weiteres Ausbildungsgebäude schicken. Es sei denn, man ist beim Lotus, da kann man auch einfach einen Bauern verspeisen. Das reicht schon.
Neben den bereits erwähnten coolen Sprechern ist auch der Soundtrack großartig. Jeder Clan hat seine eigenen Tracks, die die unterschiedlichen Eigenarten des Clans perfekt in Töne fasst. Beim Drachen klingt alles recht harmonisch. Bei der Schlange hingegen etwas hektisch. Der Wolf bringt sein Verlangen nach Freiheit zum Ausdruck. Und der Lotus klingt einfach abgrundtief böse. Alle Titel sind einmal in der normalen, friedlichen Version sowie in einer Version vorhanden, die abgespielt wird, wenn es zum Kampf kommt. An einigen Stellen kann man bei der Kampfmusik dann sogar das Thema aus der friedlichen Version heraushören. Das ist ein wunderschönes Detail, wie ich finde. Und da wir gerade bei Kampf und Details sind, schauen wir uns einfach mal an, was ein Bogenschütze macht, wenn er zu nah an einem Feind ist. Genau, er geht in den Nahkampf über. Ich habe bis heute, glaube ich, kein anderes Echtzeit-Strategiespiel gesehen, in dem die Fernkämpfer sowas machen. Manchmal wechseln sie maximal zu einem kleinen Dolch und kämpfen damit. Aber dass eine Einheit die Waffe, die sie sonst im Fernkampf nutzt, auch für das 1 gegen 1 im Nahkampf benutzt, ist meiner Erfahrung nach einzigartig. Natürlich sind die meisten Fernkämpfer dann in einer misslichen Lage, denn eigentlich sind ihre Waffen ja nicht dafür gedacht, gegen den Feind gekloppt zu werden, doch wegen der vorhin angesprochenen Stärken und Schwächen kann es sogar sein, dass ein Fernkämpfer gegen einen Gegner im Nahkampf plötzlich deutlich effektiver ist als mit seinen Fernkampfangriffen. Ein weiteres kleines Detail sind Höhenunterschiede, die sich auf den Schaden auswirken. Wenn ein Fernkämpfer von erhöhter Position, beispielsweise einem Hügel oder einem Turm schießt, richtet er ungemein mehr Schaden an als auf einer flachen Wiese. Man kann seine Einheiten durch einen doppelten Rechtsklick sprinten lassen, was sie logischerweise schneller macht, aber zeitgleich ihre Ausdauer verbraucht. Das ist die hellblaue Leiste unter der Gesundheitsanzeige. Ist diese leer, kann auch nicht mehr gesprintet werden und viele Spezialfähigkeiten benötigen ebenfalls Ausdauer. Wie man sieht, verfärbt sich die Lebensleiste, wenn eine Einheit im Kampf getroffen wird. Zunächst ist sie grün, wird dann zu gelb und schließlich rot. Wenn sie diesen roten Bereich erreicht hat, dann humpelt die Einheit von nun an und kann nicht mehr sprinten, egal wie viel Ausdauer sie noch hat. Man muss sie dann entweder eine Weile stehen lassen, bis sie sich wieder erholt hat. Das dauert allerdings und die Lebensleiste füllt sich bei den meisten Einheiten nicht vollkommen wieder auf, oder man lässt sie von einer Heilerin heilen. In diesem System steckt so viel Hirnschmalz und Liebe zum Detail, dass ich mich immer wieder darüber freue, wenn ich sie auf den Schlachtfeldern zu Gesicht bekomme. Dafür liebe ich Battle Realms noch heute und bin immer noch ein wenig traurig, dass die Leute damals eher zu Empire Earth griffen und ich somit nie einen zweiten Teil von Battle Realms spielen durfte. Aber immerhin wurde dieses Spiel dann nicht mit einem schlechten zweiten oder katastrophalen dritten Teil gegen die Wand gefahren. Deswegen trocknen meine Tränen auch relativ schnell. Und jetzt entschuldigt mich, ich muss nun auch wieder was tun. Der Reis baut sich schließlich nicht von selbst ab. Ich hege und pflege. Es verläuft alles nach Plan. Ja.